Wunderbar, herzlichen Dank, Kathi, vielen Dank, herzlich willkommen. Ich werde jetzt noch schnell so, könnt ihr schon die Präsentation sehen? Ist das alles in Ordnung? Ja, Wunderbar. Michael, wir sind. Super. Perfekt. Vielen Dank. Ich darf im Namen von Hospitality AI mit Sven Heberlin, wo hier auch im Call drin ist, kurz eine Präsentation über KI und Transformation in der Arbeitswelt machen. Wir werden versuchen, sehr stark auf das Operative zu schauen. Wie kann man es im Alltag integrieren und eben in die Arbeitswelt einbringen? Das heißt Sven Heberlin von Tourism Consult und ich, Michael Böhler von Some Hospitality, haben uns zusammengetan, weil wir beide in unseren Bereichen ein starkes KI- oder AI-Wissen langsam uns angeeignet haben und möchten das eigentlich vermitteln über Hospitality AI. Äh, Wie wird es ablaufen? Ich werde nicht so lange über den Ursprung von KI und so weiter verbringen. Wir werden relativ schnell in Praxisbeispiele eintauchen, weil wir ja jetzt schon öfters auf dem Gatisch gehört haben, wie das funktioniert, wo es herkommt. Aber sicher einfach kurz mal als kleiner Einstieg. Ich denke, alle von euch haben heute schon KI benutzt oder haben das Gefühl, denkt man dann eigentlich daran, dass es ja KI ist, ja sicher, oh, ChatGTP oder Perplexity haben wir gehabt oder irgendein PMS, welches schon angereichert ist mit KI, aber effektiv begleitet uns ja KI eigentlich schon seit längerem durch den Alltag. Hier ein kleiner Abriss, was es überhaupt schon überall in unserem Alltag integriert ist, wo es überall ist. Die einen wurden heute Morgen mit Siri geweckt oder andere haben kurz über die Alexa gefragt, wie das Wetter draußen ist. Wie wir schon gehört haben, die einen haben Sonne, die anderen aber weniger. Oder dann auch die Spotify gehört, wo halt auch die ganze Playlist zusammengestellt wird mit einer KI-Hintergrund und so weiter. So begleitet uns KI eigentlich schon seit längerem. Wieso ist das überhaupt möglich? Sicher ein Grund dafür ist das Moore'sche Gesetz. Es wurde ja in den letzten Jahren wurde der Wachstum von den Chipkapazitäten würde potenziell immer wieder vergrößert, verdoppelt, verdoppelt. Jetzt können wir eigentlich gar nicht mehr davon sprechen, vom Moore'schen Gesetz, weil es so schnell geht in der Entwicklung, in der Veränderung, dass wir sagen müssen, das muss man gar nicht mehr beachten, weil es so schnell ist. Ich habe gerade vorher gesprochen, wir hatten eine Anfrage über Robotik. Im Februar haben wir eine Präsentation gemacht, die ist heute leider schon wieder veraltet, weil es überall in diesen Bereichen so schnell geht. Wann hat es gestartet? Auch da, wir sprechen schon seit 1936 von KI, eben über die Turing Machine. Die wurde übrigens, hier sieht man jetzt diese Maschine nachgebaut. Die war eigentlich nur als Idee oder als Theorie entwickelt wurde und nie als Maschine wirklich auch gelebt worden. Die wurde dann später, zum späteren Zeitpunkt nachgebaut und es konnte aufgezeigt werden, dass es funktioniert. Äh, Dann wurde im 23 ging es immer schneller. Ich habe jetzt die anderen Sachen wie die ersten KI-Programme, die ein Quizshow gewonnen haben oder den ersten Schachroboter und, was wir alles so verschiedene andere Events gehabt haben in der Vergangenheit, habe ich weggelassen. Aber ich glaube, wir wissen alle so die letzten 2, 3 Jahre, da ist es explodiert und Sven zeigt uns später auch noch ein paar Sachen, wenn es um Videoherstellung geht oder um Schulungsvideos geht oder auch um Bildergestaltung und so weiter. Wir können wirklich sagen, es hat in diesem Jahr ist es explodiert. Das ganze Wissen ist jetzt im Überfluss, wie man so schön sagt. Also wir verarbeiten pro Tag mehr, als wir in unserem ganzen Leben überhaupt je verarbeiten können. Das ist das Verrückte an der ganzen Technologie. Hier ein bisschen noch ein kleiner Rückblick. Wann hat uns die KI überholt? Also im Leistungsbereich. Wie ihr seht hier einerseits bei der Bildklassifizierung, das ist schon länger der Fall, dass die konnten einfach strukturiert werden oder dann auch visuelle Schlussfolgerungen, mittleres Niveau von Leseverständnis, Multitask-Sprachverständnis ist jetzt gerade hat stattgefunden und. Also es geht immer schneller. Oder auch hier an diesen Bildbeispielen, wie ihr seht, die V1, das war noch früher, wo es mal die ersten generierten Bilder gegeben hat. Wie sich denn aber die verändert haben, sieht man schön unten dran, wie echt es heutzutage ist. Es ist schon so echt,
dass wir leider immer mehr müssen aufpassen, was heißt das überhaupt? Also das Trump-Bild ist ja eines der bekannten, wo eines der ersten Fake-Bilder war, wo man richtig das Gefühl hatte, stimmt das jetzt? Oder auch der Papst. Oder sicher eindrücklich, die, die es schon gesehen haben, ist dieses. Wow. Diese KI-Klone übernehmen gerade das gesamte Internet. Mit einem Klick kann ich mich in jede Person verwandeln. Und wenn ich will, kann ich sogar deren Stimme übernehmen. In 2 Minuten. Wie du das kostenfrei erstellst? Du lädst dir Face Fusion herunter. Dort Tauschst du das Gesicht aus, indem du dein Video und das Foto der Person hochlädst, die du faken möchtest, und klickst auf Austauschen. und jetzt lässt du die Stimme noch mit 11 Labs klonen. Einfach 2 Minuten Audiomaterial deiner Zielperson hochladen und du hast die perfekte Kopie. Das ist krank. Deepfake wurde da. Wie ihr seht, es Wow. geht immer schneller. Und was in diesem Zusammenhang, was ich einfach möchte erwähnen und was sehr wichtig ist, wir haben die ersten und immer mehr Fälle von Betrug. Es gibt jetzt der größte Betrugsfall war in Amerika. Dort wurde ein CEO also nein, ein CFO wurde reingelegt und zwar hat er einen Call mit seinem CEO, der hat ihm nebenbei noch schnell im Call gesagt, bitte kannst du noch bitte diese 25 Millionen an diese Firma für diesen Merchant, für diesen Kauf überweisen. Der hatten das gemacht, am Abend hatten sie nochmals einen gemeinsamen Call und da hat der CEO hat er gesagt, der CFO, ja kein Problem, ich habe es dann alles übermittelt, ob das in Ordnung ist und der CEO hat gesagt, ihr habt ja gar nie mit ihm gesprochen. Also es war das Bild, die Stimme, alles wurde geklont und so wurde dieser Fake oder wie das Video, also nicht dieses Gespräch erstellt mit einem Filter, dass eigentlich so das Geld geklaut werden konnte. Und das ist einfach ein bisschen, wir müssen uns mehr und mehr Acht geben bei Stimmen, bei Gesichtern, was eigentlich alles machbar ist, leider auch schon im Betrugsfall. Wir empfehlen auch, gerade wenn ihr Familien habt, für ältere Leute, macht langsam, es tönt jetzt verrückt, aber macht ein Familiencodewort, besonders wenn es um Geldtransaktionen geht. Schaut mit euren Eltern oder dass ihr wie eine Abmachung macht, ob das ein Büsi ist, wo ihr früher hattet, wo niemand weiß, dass in meinem Fall eine Transaktion muss immer das Tier erwähnt werden und so weiter. Einfach macht euch einen Familiencode, dass eure Eltern wisst, dass ihr echt seid, so schlimm es und so verrückt es auch tönt. Es werden jeder Tag, das hat Google letzthin erwähnt, jeder Tag werden 10 Millionen Accounts erstellt, Fake-Accounts, wo sie innerhalb von 2 Stunden löschen müssen. Also einfach, dass man sich bewusst ist, wie viele Accounts täglich für solche Aktionen gemacht werden. Und als kleiner Hinweis. Es wird auch noch, aber da wird sicher noch separate Informationen geben. Wir werden ab nächstem Jahr mit dem AI-Akt starten müssen. Das heißt, wir werden unsere Mitarbeiter schulen dürfen über AI, wie sie das brauchen im Zusammenhang von DSGVO, also von der ganzen Datenschutzvereinbarung. Das sind so ein bisschen die Sachen, wo wir uns zukommen. Jetzt aber zum Positiven nach dem ganzen Negativen. Wie gesagt, KI ist hier, die künstliche Intelligenz ist hier. Viele können es gar nicht mehr hören. Es sind Daten, es ist Language Models und. Aber das Schöne ist auch, wie ihr schön auf diesem Slide seht von der Susanne Tietze, dass eben unser Bauchgefühl oder die schnelle Entscheidung, Intuition, Empathie oder Kreativität oder einfach die Sinne, die werden uns zum guten Glück nicht so schnell weggenommen werden können. Und das wird bei uns bleiben. Und das ist gerade für unsere Industrie sehr, sehr positiv, weil die Leute möchten diese Haptik haben, die möchten das erleben, die möchten bei uns sein, den Mensch spüren und ach, das ist ganz, ganz wichtig. Was heißt das aber nun für uns in der Hotellerie? Wie mache ich mein Hotel bereit für KI? Einerseits haben wir genau 2 Ebenen. Wir haben die eine Ebene, wir haben die Menschen, wie wir es vorher gehabt haben. Wir haben irgendwann eine Verantwortlichkeit, dass wir unsere Mitarbeiter schulen müssen, dass sie wissen, wie mit den Daten und so weiter umzugehen. Wir haben aber auch die Verantwortlichkeit, gerade Change Management, diese Mitarbeiter ihnen aufzuzeigen, Vor- und Nachteile von den ganzen Technologien, der Digitalisierung und so weiter. Und wir müssen auch schauen, immer, wen betrifft es. Je nach Konzept, je nach Positionierung
wollen wir alles KI-basiert haben? Möchten wir einen Telefonbeantworter haben, der gesteuert ist durch KI? Möchten wir ein Chatbot haben? Oder sind wir ein Hotelkonzept, was begrüßt, wenn man noch den physischen Schlüssel abgibt und so die Gäste begrüßt? Das andere ist, wenn ihr richtig KI gehen möchtet, heißt es aber auch, dass ihr bei euch in der Systemlandschaft bereit seid, für solche Systeme nutzbar zu machen. Wir können nicht mehr mit den alten klassischen Systemen so arbeiten, weil viele von diesen KI-Systemen brauchen ja Daten, die müssen irgendwo auf das Wissen zugreifen, wo wir in den verschiedensten Systemen abgelegt haben. Das heißt, wir müssen APIs oder Schnittstellen aufbauen und nutzen können, dass überhaupt diese Systeme. Letztens gerade ist das Lobby AI zum Beispiel vorgestellt. Lobby AI funktioniert nur, wenn ich zum Beispiel ein PMS habe, wo Cloud-basiert ist, wenn ich ein Outlook oder ein Gmail habe, wo Cloud-basiert ist, dass ich überhaupt diese Sachen miteinander verbinden kann, dass das automatisierte E-Mail dann auch versendet wird von Lobby AI. Wenn ich dort noch klassisch mit serverbasierten Systemen arbeiten, wird das eher schwieriger, mit diesem zu arbeiten in der Zukunft, und darum empfehlen wir dort ganz klar, so schnell wie möglich das ganze Tech-Stack zu überarbeiten und zu modernisieren, dass man eigentlich auch diese verschiedensten möglich neuen Systeme nutzen kann. Das ist so ein bisschen das. Wir empfehlen dort auch mit Profis zu schauen. Ihr wisst ja, Hoteliers Swiss hatte Trust and Consultant. Wenn ihr nicht wisst, wie dort anzusetzen, wie geht das, wie kann man die beste digitale Landschaft machen, empfehlen wir dort mit euch Hoteliers Swiss auseinanderzusetzen, und selbstverständlich können wir euch auch helfen. Was ist noch wichtig, wenn es um das geht, um die Datenpflege? Das ist halt einfach, es ist der Klassiker, GIGO oder Garbage in, Garbage out. Es ist ganz klar, wir müssen saubere Daten haben, dass diese Systeme auch dementsprechend für uns arbeiten können. Wenn wir ein altes System nehmen, wo wirklich, ich weiß nicht, wie viele Dubletten drin sind und, dann bringt es uns eigentlich nichts, dort irgendein KI draufzusetzen und dann das Gefühl zu haben, dass das uns eine super Auswertung macht über unsere Segmentierung oder über unsere Zielgruppen oder die Kundschaft, was sie konsumieren oder wo die Bedürfnisse sind und so weiter. Darum ganz, ganz wichtig auch die ganzen Daten. Wir gehen kurz ein bisschen ein Übergang zur ganzen einfachen Systemlandschaft. Wir sehen, es wird jetzt immer mehr und mehr von ChatGPT, Perplexity, Claude und so weiter. Jetzt gibt es ja auch noch ein Schweizer System schon. Also es gibt die verschiedensten Systeme, wo wir nutzen können. Hier haben wir auch für euch kurz mal die 3 gängigen aufgezeigt, und ich würde jetzt am Sven übergeben, wo in diesem Zusammenhang ein bisschen auf diese verschiedenen die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigt, was da alles gibt. Einfach kurz vorgängig, was wir empfehlen. Ihr seht hier Perplexity oder ChatGPT und Gemini, haben alle Gratis-Versionen. Wenn ihr es im Alltag nutzt für eine Ferienplanung oder was auch immer, rauszufinden, welches die letzten 5 Bundesräte waren, wo wir haben oder was auch immer, dann könnt ihr die Gratis-Version nehmen. Wenn ihr anfängt, Mitarbeiterplanungen zu machen, anfangt Auswertung von euren Umsätzen, euren Kennzahlen und so weiter, empfehlen wir ein Bezahlmodell zu nehmen, weil es in einer sicheren Umgebung ist, will auch einerseits die Qualität die Qualität besser ist von den Antworten und andererseits es auch geschützt ist in diesem Umfeld und ihr nicht Angst haben müsst, dass es in die große Welt rausgeht, eure Umsatzzahlen. Aber ich würde gerne jetzt dem Sven übergeben für den nächsten Teil betreffend ChatGPT und Konsortien. Dankeschön, Michael. Dann müsste ich noch ganz schnell den Bildschirm nachher teilen. Ja. Perplexity, einfach zum Verständnis, ich liebe Perplexity als Nachrichtenportal, das ist auch für mich maßgeschneidert, das macht mir die neuesten Nachrichten und zieht die aus verschiedenen Quellen zusammen.
und passt sich eben meinen Interessen grundsätzlich an. Perplexity ist ein sehr gutes Tool für Recherchen. Also wenn man Quellen suchen muss etc., dann benutzen wir in der Regel Perplexity, und die sind auch qualitativ. Also es gibt viele so Fake-Quellen auch. Also die halluzinieren natürlich immer noch diese ganzen KI-Tools, und bei den Quellen ist hier also Perplexity sicher führend. ChatGPT muss ich, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Das kennt ihr alle von der normalen Nutzung her. Wo sie wirklich gut sind, sind neu mit Sora 2, wo man Videos generieren kann bis zu 25 Sekunden. Noch ohne Ton, soweit ich es im Kopf habe, oder sicher noch nicht ganz so gut wie Gemini. Was dort neu ist, und das wird sicher für die Hotels sehr interessant werden, es gibt jetzt Apps in ChatGPT, und auch Booking hat natürlich dort eine App entwickelt, und ich hatte heute Morgen noch einen Call mit einer Firma, die nächste Woche eine App launcht für ChatGPT, wo man eigentlich das Hotel dann eben über die Booking-App in ChatGPT suchen kann. Und, das wird wahrscheinlich spannend zu sehen, wo die Reise da hingeht. Was bedeutet das für OTAs? Was heißt das auch für Hotels, damit sie eben dann über ChatGPT in Zukunft gebucht werden können? Aber das ist in einem halben Jahr, wissen wir wer, vielleicht schon in 2 Monaten. Als drittes möchte ich eigentlich auf Gemini zu sprechen kommen, wenn ich darf, teilen darf. Genau. Gemini sieht ein bisschen ähnlich aus wie ChatGPT. Ich bin hier in der Pro-Version. Wir haben im Geschäft alles auf Google Workspace. Und ich persönlich bin ein riesen Gemini-Fan, weil es ist so ganzheitlich, oder? Es ist alles in einem Tool drin. Es sind Bildgenerierung, es ist Videogenerierung, es ist Recherche. Und wenn ihr Google heute anschaut, wenn ich bei Google was suche, jetzt bin ich natürlich auf meiner Oberfläche, dann haben wir neu eben diesen KI-Modus. Wir kriegen nicht nur die Antworten direkt auf Google wie vorher, sondern wir können hier im KI-Modus eigentlich, auch ohne dass wir eingeloggt sind, Fragen stellen und mit der KI diskutieren. Ist in Amerika schon länger live, bei uns jetzt seit etwa 2 Wochen, würde ich jetzt mal behaupten. Also testet das mal aus. Ich finde es sehr, sehr spannend. Wenn wir zu Gemini zurückgehen, die Oberfläche kennt ihr wahrscheinlich, und ich habe jetzt hier, ja, sieht eigentlich gleich aus, funktioniert auch ähnlich. Und was Google wirklich gut kann, sie haben vor etwa 2 Monaten haben sie Nano Banana gelauncht. Das ist ein Bildgenerierungstool, das wirklich die Realität übernimmt. Das war immer das Problem bei Bildern, dass sie dann halt irgendetwas gemacht haben, aber nicht das, was man eigentlich wollte. Und hier bleibt eigentlich das Original bestehen, und es wird genau das angepasst, was man will. Also Beispiel hier, ich habe hier ein Foto hochgeladen von einem Hotel und habe gesagt, ich hätte gern dieses Bild in einer Winterlandschaft mit Schnee. Und dann sieht das nachher so aus, ist wirklich dasselbe Hotel. Und wir testen das noch öfters, weil Hotels und Restaurants haben die Tendenz, dass sie Fotos machen von leeren Räumen. Also bei den Zimmern finde ich das eigentlich gut, oder? Ich will nicht, dass jemand in einem Bett liegt, in dem ich mich nachher hinlegen soll. Aber ich finde, ein leeres Restaurant hat kein Ambiente. Und dem entgegenzuwirken, vor allem wenn es noch am Tag gemacht wird, bei Tageslicht, dann hat es einfach habe ich keine Lust, hat keine Atmosphäre in dem Sinn. Oder? Und heute kann ich wirklich Bilder generieren und sagen, an diesem Tisch sitzt noch ein Pärchen und isst ein schönes Essen, und dann noch ein bisschen romantisch mit Candlelight Dinner und das Licht entsprechend, und dann generiert es dieses Bild. Und das heißt natürlich auch für euch im Hotelmarketing können wir natürlich mit dem bestehenden Bildmaterial sehr, sehr viel mehr machen als in der Vergangenheit. Also beispielsweise, ihr habt vom Wellnessbereich irgendwie 2 Leute, die auf einer Liege, leere liegen, und dann kann man sagen, ich will, dass hier ein Pärchen auf diesen 2 Liegen liegt und irgendwie ein Buch in der Hand hat und mit einem Glas Prosecco sich zupostet oder irgend so etwas, und dann kann man dieses Bild so generieren, und es ist immer noch euer Wellnessbereich in dem Sinn. Also sehr, sehr spannend.
Äh, Was eben auch konsistent sind Bilder. Ich habe da eins von mir hochgeladen und muss ich open, und habe gesagt, ich hätte gern diese Person als Louis XIV, und das hat relativ gut getroffen, finde ich. Also das Gesicht erkennt man in dem Sinn. Könnte man ausprobieren, ist kostenlos. In der Gratis-Version kann man einfach nicht unendlich Bilder generieren. In der Pro-Version ist dann relativ eine hohe Begrenzungszahl hier. Genau. Also das ist Gemini. Und das Schöne ist, ich kann auch hier, wenn ich hier statt der Bildgenerierung eben die Videogenerierung auswähle beispielsweise, kann ich aus bestehendem Fotomaterial von euch oder auch aus KI-Bildern, kann ich nachher ganze Videos herstellen. Ich habe euch ein paar hier, die ich euch gerne zeigen müsste. Das ist Beispiel das Sunstar Hotel in Grindelwald. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir aus diesem Foto gemacht haben als Video. Und das ist zwar jetzt ein einfacher Prompt in dem Sinn, oder? Das können wir jetzt auch sagen, wir hätten das gerne in einer Herbstlandschaft mit den farbigen Bäumen und so weiter. Dann ändert sich auch das Licht, oder bei Sonnenschein sind die Wolken weg etc. Das geht heute also wunderbar. Auch hier ein Foto von einem Kunden von uns, das wir genommen haben und schnell ein kleines Video draus gemacht haben, testweise. Die haben sie nicht bewegt. Und jetzt wisst ihr auch, was das für euch bedeutet, oder? Ihr könnt natürlich 2, 3 Videos, jetzt gerade bei Veo 3, das letzte Woche gelauncht wurde von Google, können wir jetzt einfach 2, 3 Fotos hochladen und einen Prompt dazu schreiben, was in diesem Video passieren kann. Und bei Google Veo geht sogar mit Ton. Also man kann denen auch sagen, was sie diesen Personen, was sie sagen sollen, was sie sprechen sollen. Und das wird sich in den nächsten Jahren, im Moment sind es 8 Sekunden Videos. Ich nehme an, so bis Ende Jahr werden wir dann auch bei 20 bis 30 Sekunden Videos sein, die Google hier zulässt, weil eben auch OpenAI hier auf 25 Sekunden ausgedehnt hat. Das ist eine Frage der Rechenleistung. Und auch hier haben wir eins, jetzt muss ich schauen, machen wir hier zu, schnell. So, dann haben wir hier, das ist wirklich ein Prompt, ihr seht das hier, White Shot of Scene Resort, Showcasing a Lift und so weiter. Das hat jetzt ein Mitarbeiter von mir geschrieben, und das ist das Video, das daraus entstanden ist. Sieht doch relativ realistisch aus, mit Schattenwurf etc. Also das sieht eigentlich doch gut aus. Also da ist heute schon sehr viel möglich im Hotelmarketing. Ich sage jetzt gerade für Social Media, Posts und so weiter und so fort, kann man hier sehr, sehr viel eigentlich machen. Genau. Und dann als letztes Tool, Michael wird das nachher noch schnell zeigen, wir haben auf unserem YouTube-Kanal bei Hospitality AI arbeiten wir, gibt es neu so Erklärvideos für Hotels in allen Bereichen der Hotellerie, wo wir ein bisschen zeigen, was man tun kann, ganz einfach eigentlich. Und diese Videos erstelle ich jetzt beispielsweise mit Notebook-LM, das ist auch von Google. Und ich zeige euch schnell, wie das funktioniert und was man alles hier machen kann. Also ein Notebook erstellen, das ist auch kostenlos, kann ich hier Quellen hochladen. Entweder, und zwar alles, also ich kann Google Drive, ich kann PDFs hochladen, ich kann einfach eine Webseite verlinken oder YouTube-Videos einlinken, die kann Google mittlerweile auslesen. Oder wenn es irgendwo ein Problem gibt mit dem Hochladen eines PDFs, kann man hier einfach den Text rauskopieren und als Text einfügen. Oder man kann eben Quellen entdecken, zum Beispiel im Web. Und ich sage jetzt mal, es geht um KI in der Hotellerie in der Schweiz. So, und dann kann ich das Suchgoogle, das können Sie eigentlich relativ gut, und mache ein paar Vorschläge hier für Quellen. Und das geht jetzt einen Moment. So, genau. Und jetzt haben wir hier ein paar Dinge drin, da zum Beispiel die Medienmitteilung von Hotellerie Suisse, Gastrojournal und so weiter. Das sieht doch alles relativ gut aus. Dann übernehmen wir das ja vielleicht nicht gerade recht im Tourismus. Jahresbericht 24 auch nicht, lassen wir das mal. Und den Rest, den importieren wir jetzt. Und dann haben wir diese Quellen hier oben. Genau. Das sind alles Websites. Der geht jetzt eben nicht. Da könnten wir gewisse Sachen noch als Text reinnehmen. Machen wir jetzt aber nicht. Gut.
Was wir hier aber machen können, ist, wir können Audiozusammenfassungen machen. Und es gibt dann einen Podcast, wo zwei Personen miteinander sprechen über das Thema. Ich kann da verschiedene Themen machen. Ihr seht das, wir können eine detaillierte Analyse machen, wir können eine Zusammenfassung all dieser Quellen machen, wir können eine kritische Bewertung all dieser Quellen machen oder eben eine Diskussion über ein Thema. Und auch wollen wir einen kurzen Podcast oder einen längeren. Und das könnte natürlich in der Hotellerie auch für Schulungen, kurze Briefings für Mitarbeiter, könnte man das beispielsweise anwenden, weil irgendein Dokument lesen mit 10 Seiten macht niemand mehr heute, aber einen kleinen Podcast schauen auf jeden Fall. Also das ist viel einfacher, das kann ich jetzt, sage jetzt mal einfach erstellen, kann ich noch spezielle Prompts machen. Und was man hier eben auch machen kann, ist Videos. Und das finde ich für euch sehr spannend. Also wenn ihr beispielsweise ein Schulungsvideo machen wollt für neue Mitarbeiter, also wie funktioniert das bei uns oder die Hausordnung oder die Hausregeln oder was auch immer, kann man hier zu jedem Thema eigentlich ein Dokument hochladen oder eben viele Dokumente und dann macht es daraus ein Video. Und das ist sehr hilfreich, finde ich. Und ihr seht hier auch neu, auch seit letzter Woche, kann man verschiedene Stile auswählen, um diese Videos zu erstellen. Und man kann hier eben noch einen Zusatzprompt eingeben, worauf eben der Moderator sich konzentrieren soll. Ich zeige das nachher gleich noch. Man kann Mindmaps machen, man kann Berichte erstellen, man kann Quizzes machen für Mitarbeiter. Kann man sagen, okay, ich will wie macht man bei uns eine Gruppenanfrage, wie löst man die? Vielleicht gibt es eine Checkliste, lädt man die hoch und dann kann man Quizzes für die Mitarbeiter machen mit wenig Fragen, Standard, mehr Fragen, einfach, schwierig oder mittel und so weiter und so fort. Also unbedingt mal ausprobieren, ist kostenlos. Und was ich jetzt schnell zeigen will, ist, wie eben so ein Video dann aussieht. Hier eines von unserer YouTube-Playlist KI in der Hotellerie Teil 3. Künstliche Intelligenz in der Hotellerie. Tja, da schwirren ja jede Menge Geschichten und ehrlich gesagt auch Halbwahrheiten herum. Man hört, sie würde Jobs klauen, sei unbezahlbar oder man bräuchte dafür Datenberge. Wir schauen uns heute mal ganz genau an, was an diesen Mythen wirklich dran ist und was einfach nur Gerede ist. Kommt Ihnen dieser Gedanke bekannt vor? Das ist wahrscheinlich die größte Sorge, die viele Hoteliers umtreibt. So, also den Rest könnt ihr nachschauen auf unserem YouTube-Kanal, die ist online. Aber ihr seht, dass solche Videos könnt ihr problemlos in ein paar Minuten eigentlich für eure Mitarbeiter machen mit Schulungsvideos. Und das würde ich einfach mal ausprobieren, wenn ich euch wäre. So, das war's von mir mal. Michael, ich gebe gerne wieder zurück. Super. Herzlichen Dank. Jetzt schauen wir wieder, dass das weitergeht. Wunderbar. Nee, das war, glaube ich, der falsche. Entschuldigung. Während Super. Michael das macht, möchte ich diesen Moment noch nutzen, ein bisschen hinzuweisen. Sven, als du das Notebook LM gemacht hast, war natürlich einer der Sources die KI-Webinar sehe. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, dass das gerade reingekommen ist. Hat mich gefreut, hat gezeigt, dass unser SEO funktioniert hat. Super. Sehr gut. Nur schnell noch ein kleiner ich habe noch im Chat unser Digital Score noch freigeschalten, einfach dass ihr ein bisschen seht, wie stehen wir überhaupt momentan in der Hotellerie. Also wir haben doch immer noch 15% von Leuten, wo das nicht getestet haben oder nicht nutzen. Wir haben da 80 Hotels befragt und ihr dürft auch gerne dort euren Feedback geben, wenn ihr möchtet. Wir sind da laufend am Sammeln. Unser Ziel ist irgendwann mal 200 Hotels zu haben, aber es wird immer mehr und mehr genutzt. Aber wie man auch sieht, dass zahlreiche Prozesse durch KI abgedeckt werden, sind wir noch bei 3%. Also wir sind wirklich noch immer sehr weit weg von der vollen Nutzung vom KI. Was für Tools genutzt werden, sicher auch keine Überraschung. Übersetzungstools, aber die kennen wir auch so viel länger schon, wie DeepL zum Beispiel oder eben jetzt auch ChatGPT oder Gemini und so weiter, wo jetzt mehr und mehr kommt. Revenue Management, auch wenn wir dort oft sehen, dass ja, sie haben mehr und mehr auch KI integriert, diese Systeme, sind aber immer noch am Anfang. Wir reden da eigentlich mehr von
Prozessen oder von Algorithmen und nicht wirklich von KI. Das muss man auch klar unterscheiden und Chatbot. Sono, wo ihr seht, hier ist ein System, wo ihr Lieder oder Telefonbeantworter drauf programmieren könnt, zum Beispiel, kann ich euch sehr gut empfehlen. Was sind Fotask? Einfach, wir werden das an euch noch versenden. Klar, Klassiker, viele nutzen es wirklich noch einfach zum E-Mails zu übersetzen, zu beantworten oder einfach auch die Rechtschreibung zu kontrollieren. Auch dort wieder als Tipp, wenn ihr solche Systeme nutzt in einem geschlossenen Feld, mit ChatGPT zum Beispiel, schaut auch dort, dass eure Firmensprache in dieser Kanal reinkommt, dass es ähnliche Beantwortungen gibt, dass es Kontinuität dort vorhanden ist, dass sicher auch bitte die scharfen S nicht drin sind, weil das ist bei uns in der Schweiz nicht üblich, aber bei KI sehr oft üblich, dass man einfach solche Sachen macht. Oder oft habt ihr sicher auch erlebt, dass jetzt überall einzelne Wörter dick geschrieben werden. Das könnt ihr auch relativ einfach am Prompt sagen, bitte nimm das raus. Und wenn es einmal in diesem Projekt oder in diesem Kanal drin ist, macht das nicht mehr ChatGPT oder Perplexity, dass sie das immer dick schreiben, weil das fällt dann meistens sofort auf, dass das eigentlich nicht selber geschrieben wurde, sondern KI generiert wurde. Nutzt KI, es ist kein Roboter oder Modroboter nutzen KI heutzutage mit ChatGPT im Hintergrund, aber am Ende vom Tag ist es einfach ein schlaues Werkzeug. Wir haben alle sehr, sehr viel Respekt davor, was auf uns zukommen wird. Wir haben dazu schon mal die Industrialisierung gehabt, nur geht es halt jetzt ein bisschen schneller als dazu mal die Dampfmaschine, aber wir müssen auch damit lernen, umzugehen, es anzunehmen und zu nutzen und es wird uns mehr helfen als Schaden, habe ich das Gefühl. Also es wird wirklich uns gerade in der Hotellerie, wir werden weiterhin das Pendant sein zu dieser digitalen Welt, wo die Leute entschleunigen wollen. Wie könnt ihr es nutzen? Für das habt ihr hier eine kleine Übersicht. Das ist eine klassische, traditionelle Guest Journey. Wir sagen immer, schaut euch genau an, welche Task, welche Abläufe, welche Prozesse habt ihr, welche Systeme habt ihr und wie könnt ihr dort in diesem Zusammenhang eigentlich KI einsetzen. Braucht es bei der Inspiration für die Bilder, Social Media und so weiter. Wir haben jetzt gerade super Tools gesehen, wo man da als Unterstützung nehmen kann. Selbstverständlich wird viel mehr Reaktionen stattfinden, wenn man das wirkliche Küchenteam oder Serviceteam zweimal auf Social Media nutzt. Aber wenn man halt eben einfach möchte, Content generieren und öfters online präsent sein, ohne großen Aufwand, helfen solche Tools. Und hier seht ihr durchs Band eigentlich diese Guest Journey überlegt, in welchem Zusammenhang ihr das können nutzen. Nun ein paar Empfehlungen. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben noch 10 Minuten. Ich möchte da relativ schnell durchgehen, dass wir nachher noch ein bisschen das Gespräch öffnen können für Fragen. Wie gesagt, wenn ihr ein Perplexity oder ein ChatGPT habt, lädt mal eure Jahresabschlüsse hoch oder eure Excel mit der Erfolgsrechnung und analysiert die. Ihr bekommt da wirklich Tipps, wirklich gute Tipps, Kennzahlen, Benchmarkzahlen und so weiter. Relativ schnell und einfach habt ihr noch eine Auswertung, wo muss geschaut werden, was nicht. Buchungen verwalten, selbstverständlich Buchhaltung analysieren. Da gibt es auch schon mehr und mehr Partner, wo das automatisiert machen oder auch KI im Einsatz habt, aber ihr könnt es auch so nutzen. Oder PMS-Daten bereinigen. Wir haben mehr und mehr jetzt auch, wie ihr wisst, viele haben Dubletten, haben alten Daten. Es gibt jetzt schon die ersten Property Management System, wo automatisiert KI drin haben, wo laufend eigentlich Dubletten bereinigen und so eigentlich uns auch helfen, dass wir die Daten scharf haben und auch unsere Datenbank scharf haben. Und das sind einfach diese großen Datenmengen zum Verarbeiten, wo uns KI sehr stark helfen kann. Angebotsplanung, die es noch nie getestet habt, geht mal mit dem ChatGPT an den Kühlschrank zu Hause, gebt ein, was alles drin ist und in eurem, was ihr Essen zu Hause habt und sagt, stell mir ein Menü zusammen. Es gibt spannende Empfehlungen, also einfach nur im privaten Bereich, was ihr nachher seht, was ihr eigentlich machen könntet, was ja alles zu Hause ist, was meistens doch nur Pasta mit Brokkoli gibt und so gibt es plötzlich viel neue Gedanken oder Alternativen. Packages erstellen, also Menüplanung auch nur kurz noch schnell zu, da auch für die Küchenchefs. Viele von uns haben immer noch diese spannenden Zettel, wo aus der Küche hochkommen mit dem Tagesmenü. Das ist einfach sehr viel schneller geschrieben in einem ChatGPT oder Perplexity als von Hand mit der Übersetzung. Man kann dann sehr gut auch noch
wie soll ich sagen, verschiedene Tipps, Klassiker einbiegen oder bessere Schriftart haben in der Hinsicht mit Empfehlungen. Sicher eine Potage du Barry und so weiter müssen wir schauen, wie das übernommen wird. Der Dubu ist noch nicht ganz ersetzt, aber sicher ist es schneller und einfacher, als im Dubu alles nachzuschauen. Packages erstellen gleichfalls, auch hier Bilder, Texte und so weiter habt ihr hier sehr viel schneller gemacht mit den Tipps, das zu machen. Was von der Kommunikation her Tricks sind, Übersetzung haben beantworten, Mails beantworten und so weiter, Flyer-Einleitungen oder Mini-Engineering, das sind einfach alles Sachen, wo ihr daran denken könnt, dass ihr es auch nutzt. Zum Beispiel, was wir noch gern machen, und das ist dann, wenn es gerade um die Bewertungen analysieren geht. Viele von uns nehmen diese Google immer noch nicht zu genügend ernst und sagen, das muss man nicht beantworten. Ihr wisst alle, umso mehr, dass ihr sie beantwortet, umso mehr habt ihr Visibilität im Internet als euer Hotel. Das Schöne daran ist, wenn ihr es jetzt mit dem ChatGPT oder mit Perplexity oder Gemini und so weiter macht, ihr könnt plötzlich Cross-Selling machen. Und das empfehlen wir auch für euer SEO oder auch für eure Sichtbarkeit. Geht rein und macht ein Feedback und verweist auf euer Iglu-Zelt oder was auch immer, auf euren neuen Spa oder auf eure neue Infrarotkabine. Nutzt es als Werbeplattform und gerade mit solchen Systemen habt ihr es ja sehr viel schneller dann auch geschrieben, die Texte, Antworten für diese Feedbacks von den Gästen und nutzt das als Werbeplattform, wie gesagt, schon einmal. Und dort, das andere, was ihr auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel nicht ein Trust You habt oder ein Respondelligent, wo auch verschiedene Systeme sind, wo einem helfen, diese Sentiments auszuwerten. Was ist das wirkliche Feedback? Hier könnt ihr es auch wieder machen mit ChatGPT. Ladet all diese Feedbacks von den Gästen hoch, kopiert die raus und analysiert die einmal. Das Verrückte ist sogar, macht das mal mit einem Mitbewerber und schaut, ob ChatGPT herausfindet, welches Hotel oder Restaurant das ist. Zum Teil schaffen sie sogar relativ genau zu sagen, welches Hotel oder welches Restaurant das ist, nur aufgrund der Feedbacks von den Gästen. Und da könnt ihr das Spiel weitermachen. Ihr könnt dann wirklich auch sagen, was ist denn meine Zielgruppe? Was empfiehlst du für meine Zielgruppe? Was soll ich für Angebote für diese Zielgruppe kreieren, gemäß diesen Feedbacks? Und so könnt ihr mit Prompts laufen, könnt ihr euer Angebot und euer Produkt verbessern, weil ihr einfach so im Austausch seid mit einem neuen Partner oder Partnerin, ChatGPT, wo ihr wirklich schauen könnt, wie können wir uns fortbewegen, wie können wir uns verbessern, und da kann man einen sehr guten Austausch machen. Die Gen Z, sagt man heutzutage, die haben die wirklich schon als Coaches und Therapeuten nebendran, diese Systeme, empfehle ich jetzt persönlich nicht, aber ich hatte letztens eine spannende Diskussion mit meinem Team, wo ein bisschen jünger ist. Wir hatten auch so ein Firmen-ChatGPT eingerichtet und haben sie mich gefragt, ob ich dann sehe, was sie prompten, und da habe ich gesagt, nee, sicher nicht, und da habe ich gefragt, wieso, das ist ja eigentlich egal, ob ihr jetzt ein E-Mail übersetzt oder was auch immer, und da hat es geheißen, nee, das willst du nicht wissen, was wir alles ChatGPT fragen heutzutage. Dementsprechend, ihr seht, das ist auch langsam ein persönliches System, wo einem im Alltag hilft, aber nutzt es für die Arbeit. Ihr habt da sicher viel schnelle Antworten und gute Unterstützung. Gleiche über Price, Revenue Management gehe ich nicht länger rein, da habt ihr schon einen super YouTube-Beitrag gehabt, mit Room Price Genie, was man alles machen kann und so weiter, eben vom Forecasting und Revenue Management. Aber wie gesagt, wenn ihr kein solches System habt, könnt ihr auch relativ einfach mit den bestehenden Daten solche Auswertungen machen und sie zu nehmen. Zum guter Letzt noch, von den Empfehlungen her, Personalplanung, auch dort, wir sind immer noch alle mit Excel am Leben und schreiben Excel-Listen an Listen für Mitarbeiter. Auch da könnt ihr euch diese Systeme nutzen, um Empfehlungen zu bekommen, wie das schnell gemacht werden kann, weil oft ist ein Algorithmus schon bei euch automatisch als Mensch drin, wo ihr euch wiederkehrend immer diese Arbeitspläne schreibt. Das übernimmt dann ChatGPT und macht euch Empfehlungen. Gibt aber auch dort schon Systeme wie Gastromatik und so weiter, Cookpit, wo sogar, oder Mirus hatten wir auch im Gespräch hier, wo schon Arbeitspläne, Empfehlungen vorschreiben und machen. Also schaut euch um, die können euch sehr viel Arbeit abnehmen in diesem Zusammenhang. Jetzt muss ich ein bisschen schnell durchscrollen, pardon.
weil am Schluss haben wir haben noch ein paar, was ihr dann sehen werdet. Ihr habt noch das LLM, haben wir hier aufgenommen, wo jetzt deswegen vor kurz erklärt habe mit ein paar Tipps und Tricks, wie das sich verändert hat. Sowie haben wir noch als Empfehlung das, wo ihr schon gehört habt in einem anderen Webinar mit Lobby AI, wo es darum geht, um automatisierte E-Mail und hier auch noch diese E-Mails zu bearbeiten. Sven hat jetzt gesagt, es gibt es eben im Notebook LM. Aber wir auch hier können wir heutzutage gibt es die verschiedensten wie HeyGen oder hier Synthesia, wo man Videos erarbeiten kann, wo entweder für Mitarbeiter Onboarding, Schulungen zur Verfügung gestellt werden, wo ihr relativ einfach solche Videos erstellen könnt oder auch für Gästeinformationen, gerade wenn ihr ein Self-Check-in-Hotel habt, wo es darum geht, wo ist der Schlüssel oder wie geht das genau mit dem Check-in-Prozess, wenn niemand vor Ort ist, dass ihr doch diese Erklärungen habt, wo ihr dann entweder in ein Doof oder Strive oder Like Magic oder wie auch immer so ein System hochladen könnt für das einfachere Ankommen eurer Gästen. Zum guten Schluss noch, wie mache ich mich bereit für das KI mit einem Hotel. Dort würde ich gerne noch Sven noch mal schnell ein paar Minuten das Wort geben, weil jetzt geht es darum auch, dass wir sichtbar werden, und wie ich Sven vorher gesagt habe, es gibt mehr und mehr die Leute, die über ChatGPT und so weiter ihre Ferien buchen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in Zukunft auch sichtbar sind und dementsprechend ist auch ganz, ganz wichtig, dass unsere Daten sehr klar und sehr ordentlich daherkommen. Ja, ich mache es kurz. Also eigentlich, wenn jemand sagt, ist völlig was anderes als Suchmaschinenoptimierung, dann ist es eigentlich nicht so. Also es heißt ein GEO neu, aber eigentlich die Grundlagen sind die gleichen, das sagt auch Google. Man muss einfach vielleicht wirklich ja, nicht mehr Keywords alleine, sondern es braucht multimodalen Inhalt, es braucht vor allem strukturierte Daten, auch heute. Und was ihr sicher tun solltet, ist dass ihr Google My Business sauber pflegt und dort auch wirklich euer Angebot sauber hinterlegt und wirklich immer mal wieder durchgeht, stimmt das alles noch, gibt es neue Funktionalitäten oder Sachen, die man hinterlegen kann. Und dann habt ihr auch eine gute Chance, dass ihr besser gefunden werdet in diesen LLMs. Und ja, es gibt schon Tools, wo man das messen kann. Wir testen das oder wir haben so ein Tool im Einsatz, aber das ist jetzt nicht die erste Priorität, sage ich mal, für ein Hotel im Moment noch. Aber wirklich einfach guter Inhalt, relevanter Inhalt, multimodal und dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, sage ich jetzt mal. Super. Noch zum Schluss, vielen Dank, Sven. Einfach noch ein paar Sachen, good to know. Überall steht schon KI drauf, seid Vorsicht, das ist noch nicht überall KI, es sind noch viel, wie sagen, If-Then-Logiken dort oder eben dann prozessschlauer, aber die Magie im Hotel bleibt menschlich, das hat GPT gesagt. KI verschwindet immer mehr von der Oberfläche. Das ist so, wir sind momentan wie die einen von uns haben früher mit PowerPoint angefangen, da hatten wir noch viele super Tools drin, da sind noch Männchen über die Präsentationen gesprungen und haben Töne gemacht. Das ist irgendwann ist das verschwunden und sind nur noch ganz normale Präsentationen. Das wird auch mit KI passieren. Es wird plötzlich in unserem Alltag integriert sein, ein Bestandteil, wo uns das Leben vereinfacht, wo wirklich langsam wir auch einen Nutzen daraus nehmen können. Wir hatten schon dazu mal in den 90er Jahren das Gefühl, jetzt mit Computer brauchen wir viel weniger Papier, viel weniger Mitarbeiter. Das Gegenteil war der Fall. Ich hoffe, dass jetzt mit KI wir wirklich weniger Papier in Zukunft brauchen und dass das Leben uns wirklich vereinfacht wird, dass wir wieder Gastgeber und Gastgeberinnen sein können. Und zum guter Letzt noch, schaut immer, wenn ihr etwas macht, nehmt wirklich KI als Partner oder Coach an die Seite und schaut, was könnte man noch als Alternative machen. Und wie gesagt, Sven hat es schon erwähnt, ich habe hier noch unser YouTube-Kanal reinkopiert, wo ihr verschiedene Tricks seht oder auch wie das Video, wo vorher Sven gezeigt hat, was für Möglichkeiten da sind. Herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen in dieser kurzen Zeit eine Übersicht geben. Es ist sehr viel, das war ein kleiner Tour d'Horizon durch die ganze Hotellerie mit verschiedensten Eckpunkten und Themen, wo wir hoffen, dass wir euch etwas mitgeben können. Herzlichen Dank. Vielen Dank an euch, Michael und Sven.
Ich habe an diesem Punkt eure Stummschaltung ausgeschaltet. Ihr könnt euch deshalb also die Stummschaltung ausschalten und etwas fragen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch im Chat fragen. Ich würde es dann natürlich an Michael und Sven vorlesen. Im Weiteren, bis eine Frage aufkommt, habe ich jetzt noch 2 Links geteilt im Chat. Eines davon ist ein Video zu KI-Ethik. Das habe ich zusammen mit den Swiss AI Weeks gemacht. Und der andere ist der Link zu unserer Webinarreihe Seite, wo ihr natürlich die anderen Videos noch wieder schauen könnt und euch auch für das 5. Webinar anmelden könnt, das zu Ethik und Regulierung sein wird. Da hoffen wir, können wir ein bisschen so die Thematik, die Michael auch am Anfang erwähnt hat, mit dem AI Act und all das Zeug, euch ein bisschen erläutern, ein bisschen näher bringen. Mal sehen auch, wie sich das entwickelt. Momentan ist es immer so ein bisschen ein wandelnder Fluss. Gibt es denn schon Fragen an diesem Punkt? Wer macht den Anfang? Aber ja, wie ihr seht, ist es ein Mix. Ich hätte Gut, Lisa? eine Frage. Sehr gerne. Und zwar sind wir gerade am Anfang sozusagen. Wir haben uns auch entschieden, dass wir gerne für die Front Office ein Chat, also ein GPT kreieren möchten. Und ich bin einfach extrem vorsichtig, weil ich kann ja meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht unter Beobachtung stellen, was sie da eingeben. Ich kann es ihnen nur sagen. Und wir können das GPT natürlich auch trainieren, dass es immer sagt, ja, aufgepasst, gib uns keine E-Mails oder ähm, äh, ja, keine sensiblen Daten ein. Aber ich habe vorhin gehört, dass ihr die Kennzahlen von der Firma hochladet und sämtliche Finanzdaten, die, ich denke jetzt mal, nicht öffentlich zugänglich wären. Also vielleicht von meiner Seite, ja, ich arbeite zum Beispiel ChatGPT, die Firmenversion. Da kann man sogar den SharePoint direkt integrieren und hinterlegen, dass man, wenn man Fragen hat oder Austausch hat oder irgendetwas hat, greift er direkt auf die Firmendaten zu. Und das ist in einer geschlossenen Umgebung. Und ja, Sie sagen, dass das geschützt ist und dass eben in unserer geschlossenen Umgebung ist und nichts gegen außen draußen geht. Und dementsprechend habt ihr dann diese Herausforderung mit den E-Mails von gestern oder Geburtsdatum oder was auch immer, habt ihr dann nicht, weil es in der Bezahlversion ist. Einfach ja nicht in der Nicht-Bezahlversion. Das kostet euch ein bisschen mehr, eine Firmenlösung, aber auch das immer noch, sind wir glaube bei $300 im Jahr oder so. Also im Verhältnis, was ihr da Zeit einspart, ist das eigentlich nichts. Und das ist so, wo ich nur empfehlen kann, dort eine Bezahlung. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, gerade bei ChatGPT, wenn es darum geht, das Team ein bisschen ranzuführen, wie verschiedene Projekte aufzubauen, wo er sagt, hey, das ist jetzt der Kanal für das A bis Z, unser Klassiker. Okay, da muss ich sagen, gerade beim A bis Z würde ich Notebook LM empfehlen, weil die haben wirklich, dort nimmt es einem alles schön zusammen und die Mitarbeiter können sehr schnell Informationen herausfinden, wo es ums Hotel geht. Wo ist jetzt dieses Zimmer in der Nähe vom Lift oder welches hat die Eckbadwanne oder welches hat die Erlebnisdusche und so weiter. Das kann man mit einem Notebook LM sehr, sehr gut gestalten. Aber Also ganz klar bezahlte Version bitte nehmen. Ja, Also vielleicht okay, noch danke ergänzend für Gemini oder Gemini. Dort kann man über Google Drive die Daten einlinken und dann werden sie also dann sind sie verschlüsselt, dann werden sie auch nicht ausgelesen. Also das ist auch kein Problem dort vom Datenschutz her. Vielleicht nicht das Anhang hochladen, in der Bezahlversion wird das wahrscheinlich auch gehen, aber ich würde es über Drive einlesen und dann sind auch immer die aktuellen Dateien immer hinterlegt, wenn man einen Prompt länger nutzt. Alles klar, danke vielmals. Sehr gern. Vielleicht ein kleines Addendum zur Aussage, Sven, bei der Bezahltversion ist es nicht gesichert. Bist du Das nicht gesichert? Okay. ist wirklich durch das Danke. Drive in einem privaten Realaufbau. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Falls nicht, werde ich so jetzt ein bisschen den Abschluss einbringen. Falls noch eine Frage aufkommt, bitte einfach reinreden, das ist überhaupt kein Problem.
Aber wie ihr seht, ändert sich diese ganze Thematik auch extrem schnell. Es ist immer wieder mal was Neues und immer wieder aktuelle Informationen, die zum Teil schwierig zu bewerten sind. Und da finde ich eben solche Sachen wie Hospitality AI machen einen super Job, da auch proaktiv und an der Front zu sein. Wir versuchen das natürlich auch seitens Hotellerie Suisse, aber das gelingt uns nicht immer und das muss man auch ein bisschen ehrlich gestehen. Aber da sind wir auch natürlich zur Verfügung, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas auch mal besprechen möchtet, könnt ihr uns gerne natürlich kontaktieren und da geben wir euch eine erste Hilfestellung, ein bisschen die erste Einsichten in wie ihr weitergehen könnt. Bei tieferen Verständnisfragen haben wir natürlich unser Trusted Consultant Network und die sind auch extrem kompetent in diesem Thema. Auch wenn es sich momentan anfühlt, als wäre es manchmal eine massive Welle, die jeden Tag einen die Tür einschlägt. Aber dann möchte ich herzlich Michael und Sven bedanken für dieses wunderschöne Referat und auch sehr viele Punkte, die sehr wichtig sind und sehr gut ausgedrückt worden sind. Und ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen Abend und vielen Dank, dass ihr dabei wart.